Die Ruinen der Burg Wieneck liegen oberhalb der kleinen Ortschaft Katzental. Der Name rührt daher, weil sie inmitten von Weinbergen liegt. Bei keiner anderen Burg im Elsass ist dies so. Ursprünglich stand hier nur ein Wohnturm, welcher vermutlich um das Jahr 1200 errichtet wurde. In wessen Auftrag ist nicht ganz klar. Es gibt jedoch Vermutungen, dass es die Grafen von Eckisheim-Daxburg waren, welche damit ihre Ländereien gegen die Stau versichern wollten. Vermutlich gab es noch einen Wohnbau aus Holz. Turm und Haus waren von einer ebenfalls hölzernen Palisade umgeben. Als die Familie im Jahr 1225 ausstarb, erhoben das Bistum Straßburg und die Grafen von Pfirdt Anspruch auf die Besitzungen der Grafen. Ausgrabungen belegen einen Ausbau der Burg um 1230. Damals stockte man den Turm auf eine Höhe von ca. 18 Metern auf. Zeitgleich wurde wohl auch der steinerne Wohnbau errichtet und die hölzerne Palisade durch eine hufeisenförmige Ringmauer ersetzt. Diese umschloss ein etwa 25 x 25 Meter großes Areal. Dort befand sich ein Nutzgarten. Geschützt war die Kernburg von einem Halsgraben, welcher nach archäologischen Erkenntnissen im Norden 18 und im Osten mindestens 10 Meter breit war. Die erste Erwähnung in den Schriften erfolgt im Jahr 1251. Darin erhielt Ulrich II. Von Pfirdt von Heinrich III. Von Stahleck, dem damals amtierenden Straßburger Bischof, die benachbarten Burgen Honag und Wieneck als Lehen. Bereits 20 Jahre später trugen die Pfirter jedoch alle ihre Burgen dem Bistum Basel zu Lehen auf. (1324) gelangte die Grafschaft Pfirdt und somit auch die Burg Wieneck durch Heirat in den Besitz der Habsburger. Damals ehelichte Herzog Albrecht II. Von Österreich Johanna, die Erbtochter von Ulrich III. Von Pfirdt. Sie gaben die Burg als Afterlehen an die Ritter von Wieneck. Diese stammten vermutlich von den Giersbergern ab. Wieneck wurde weiter ausgebaut. Der Turm erhielt ein weiteres Stockwerk mit Gewölbedecke und den Eingang verlegte man von der Ostseite an die Südseite. Außerdem war er nun eine Etage weiter oben. Bis zum Aussterben der Familie im Jahr 1340 blieb die Wehranlage ihr Eigentum. Danach erbte Hartmann von Ratzamhausen die Burg. Er war der Neffe des letzten Eigentümers, Andreas von Wieneck. Zum letzten Mal gab es Bauarbeiten an der Wehranlage. Der Turm erhielt ein drittes Obergeschoss. Mitte des 15. Jahrhunderts ereignete sich eine Katastrophe. Ein Feuer brach aus und Wieneck brannte aus. Die Burg wurde verlassen
und nicht wieder instand gestellt. Die zur Ruine gewordene Anlage blieb noch bis ins Jahr 1828 im Besitz der Barone von Ratsamhausen. Danach wechselte sie noch mehrmals den Eigentümer, bis sie 1866 für den symbolischen Preis von 1 Franc an die Société pour la Conservation des Monuments Historiques en Alsace verkauft wurde. Der ehemalige Eingang führt heute auf einen überdachten Holzbalkon, während der Zugang über das erste Geschoss erfolgt. Der neue Eingang wurde im 19. Jahrhundert in die Mauern gebrochen. Seit 1972 kümmert sich der Verein Amis de Vinec um die Erhaltung der Anlage. Im Oktober 1984 wurde die Kernburg als Monument historique eingestuft und seit 1991 steht die gesamte Anlage auf der Denkmalliste. Die Burgruine und das Museum im Bergfried, in welchem Funde der Ausgrabungen ausgestellt sind, können jeweils sonn- und feiertags zwischen 14 und 18 Uhr besichtigt werden.